Wie riecht Weihnachten für euch? Ist es vielleicht auch der vertraute Duft von frischen Keksen, der das ganze Haus mit schönen Erinnerungen füllt? Wenn euch Kekse in Weihnachtsstimmung bringen, dann bleibt dran, denn wir backen jetzt gemeinsam mit euch Kekse. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Doppelt hält besser. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem dritten weihnachtlichen Video. Wenn ihr die ersten zwei Videos noch nicht gesehen habt, dann klickt gerne auf den Link hier und schaut euch noch das Video zu den Berchten und Krampussen an und das Video zum Christkindlmarkt und zum Punsch. Vor einem Monat, also circa Mitte November, war ich bei meiner Mama und wir haben gemeinsam das ganze Wochenende Kekse gebacken. Das war richtig schön und das ist dabei herausgekommen. Diese Kekse haben wir gemacht. Wie das geht, das zeigen wir euch im heutigen Video und wir lernen euch alle Wörter, die ihr braucht, um auf Deutsch Kekse zu backen. Fangen wir einmal Schritt für Schritt an und beginnen mit den Zutaten. Für die Kekse brauchen wir Marmelade, Mehl, Zucker, Milch, Butter, ein Ei, Vanillezucker und Backpulver. Sehen wir uns noch einmal die Zutaten an. Singular, die Zutat. Wir brauchen 12 Decker Butter. Das DAG steht für das Dekagramm. Und ein Decker, das sind 10 Gramm. Das G steht für Gramm. Schauen wir uns auch noch Butter an. Ist es der, die oder das Butter? Laut Duden muss es die Butter sein. In Österreich, aber auch im Süden von Deutschland werdet ihr auch umgangssprachlich der Butter hören. Dann brauchen wir 10 Decker Zucker, ein Ei, 3 Esslöffel Milch und das EL steht für der Esslöffel. Es gibt hier auch noch TL, das ist der Teelöffel. Dann brauchen wir noch 25 Decker Mehl, ein halbes Backerl Backpulver, ein Backerl Vanillezucker und Erdbeermarmelade. Wie ihr gesehen habt, wurde in diesem Rezept die Mengenangabe Dekagramm verwendet. Sehr häufig finden wir aber auch Gramm in den Mengenangaben und ml, also Milliliter für flüssige Zutaten. In Rezepten kommt außerdem oft die Angabe eine Prise vor. Eine Prise ist einfach nur eine sehr kleine Menge von etwas, zum Beispiel eine Prise Salz. So, jetzt haben wir alle Zutaten. Was passiert jetzt? Jetzt brauchen wir eine Waage und eine Schüssel, denn jetzt werden wir die Zutaten abwiegen. Wie ihr hier sehen könnt, beginnen wir mit dem Mehl und wiegen die Menge Mehl, die wir brauchen. Danach kommt das Backpulver dazu und wir müssen auch noch den Butter abwiegen, um die korrekte Menge zu haben. Jetzt geben wir das Mehl und das Backpulver auf die Arbeitsfläche und vermischen alles gut und versuchen, einen Teig zu kneten. Wie ihr hier seht, ist alles am Anfang noch etwas krümelig, das wird aber besser.
Wenn der Teig dann ungefähr so aussieht, dann gebt ihr den Zucker dazu, macht ein kleines Grübchen in den Teig und gebt dann hier das Ei hinein. Jetzt vermischt ihr wieder alles miteinander und formt einen Teig. Dazu knetet ihr die Zutaten einfach so lange, bis eine schöne Konsistenz entsteht. Wenn es etwas zu weich ist, dann könnt ihr, wie wir hier auch gemacht haben, einfach ein bisschen Mehl dazugeben, dann klebt es nicht ganz so stark. Und dann, wie gesagt, so lange kneten, bis ihr in etwa so einen Teig habt. Gut, der Teig ist fertig. Jetzt kommt er kurz in den Kühlschrank, wenn er sehr weich ist. Ansonsten können wir gleich zum nächsten Schritt kommen. Aber was ist der nächste Schritt? Jetzt brauchen wir den Teig und das Nudelholz. Das Nudelholz nennen wir übrigens im Dialekt der Nudelwolker. Und wir brauchen auch die Ausstechformen für die Kekse. Und wie ihr seht, könnt ihr viele verschiedene Formen wählen. Ganz häufig sind es Sterne oder runde Formen. Ihr nehmt jeweils immer nur einen Teil des Teiges. Gebt etwas Mehl auf die Arbeitsfläche, damit der Teig nicht auf der Arbeitsfläche klebt. Nehmt den Nudelwolker und rollt den Teig dünn aus. Er soll wirklich nur ein paar Millimeter dick werden, weil wir ja 2 Schichten haben, sonst wäre der Teig etwas zu dick. Ihr wendet den Teig ein paar Mal und könnt auch Mehl auf den Teig geben, damit der Teig nicht am Nudelholz oder eben am Nudelwolker kleben bleibt. Jetzt sucht ihr euch eine Keksform aus, die euch besonders gut gefällt und stecht die Kekse aus. Dabei könnt ihr die Kekse sehr nahe aneinander ausstechen, denn so bekommt ihr einfach die meisten Kekse aus dem Teig. Das macht ihr so lange, bis der ganze Teig aufgebraucht ist und ihr so viele Kekse wie möglich ausgestochen habt. Jetzt zählt ihr, wie viele Kekse ihr ausgestochen habt, denn die Hälfte bekommt jetzt ein Loch. Das Loch der Kekse muss dabei nicht unbedingt die Form der Kekse haben, wie wir das hier gemacht haben, sondern es kann ganz einfach auch ein rundes Loch sein. Wenn ihr eine ungerade Zahl habt und keine gerade, dann merkt euch das bitte und stecht einen Keks zusätzlich bei dem nächsten Teig aus, den ihr ausrollen werdet. Dann gebt ihr die Kekse auf ein Backblech, auf das ihr vorher schon ein Backpapier gelegt habt. Und so lange, bis das Backblech voll ist. Dann gebt ihr die Kekse bei 180 Grad in den Backofen, bis sie goldbraun sind. Okay, sobald die Kekse ausgestochen und auf dem Blech sind, kommen sie in den Ofen. Und dann? Jetzt sollten die Kekse etwa so aussehen. Ihr lasst sie einfach kurz auskühlen. Dann legt ihr sie wieder auf ein Blech und sortiert sie. Das heißt, ihr sucht euch die mit den Löchern und legt sie auf ein Blech und die ohne Löcher kommen auf ein anderes Blech oder einfach auf ein Backpapier. Jetzt brauchen wir die Erdbeermarmelade. Ihr könnt auch gerne eine andere Marmelade verwenden.
Und wir geben immer ein kleines bisschen Marmelade in die Mitte auf die Kekse ohne Loch. Ihr könnt das auch gerne einfach mit einem Löffel machen. Und das macht ihr so lange, bis alle Kekse ein bisschen Marmelade in der Mitte haben. Auf die Kekse mit Loch streut ihr Puderzucker und dann gebt ihr immer jeweils ein Keks mit Loch auf ein Keks mit Marmelade. Dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr die richtige Form auf die richtige Form legt. Also ein Stern mit Loch kommt auf einen Stern mit Marmelade und so weiter. Auch das macht ihr wieder so lange, bis keine Kekse mehr übrig sind. Und wie sieht das Endergebnis aus? Und so sehen die fertigen Kekse aus. Wir geben sie dann noch in eine Keksbox und lagern sie kühl. So können sie jederzeit genossen werden. Und wir waren an diesem Wochenende richtig fleißig und haben auch noch ein paar andere Kekse gemacht. Hier sind sie. So, das war's auch schon wieder mit unserem heutigen weihnachtlichen Video. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet wieder etwas Neues lernen. Und vielleicht konnten wir euch sogar ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen und euch Lust dazu machen, selbst Kekse zu backen. Vielen Dank, dass ihr mit uns Deutsch lernt und dass wir euch in der Weihnachtszeit begleiten dürfen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.